Guten Morgen aus Kyoto. Wir sind hier an dem wohl bekanntesten Hotspot dieser Welt. Ja, oder dieser Welt, je nachdem. In Kyoto. Und hinter mir seht ihr ganz viele Leute, die ja schon ihre Fotos machen. Wir waren schon um 7 Uhr hier. Und 30 und es war bereits voll. ja, Also wenn ihr irgendwie herkommen wollt, was ruhig ist, seid um 5 Uhr hier. ja, am besten. Obwohl, da war es doch. Und es ist kalt. Es ist mega kalt. Es steht halt immer wieder jemand irgendwie im Bild, deswegen hast du sonst keine Chance, Bild ohne Menschen zu bekommen. Wird immer mehr und später wird diese Straße hier wird die komplett voll sein. Also wir laufen jetzt ein bisschen durch Kyoto rum. Wir zeigen euch ein paar Eindrücke, wie schön das hier ist, was für coole Cafés es hier auch gibt, weil die leider noch geschlossen haben. Aber wir werden da auf jeden Fall gleich mal uns ein Käffchen holen. Wir stellen uns mal wieder auf, weil es ist ja echt kalt. Es ist gerade der Ende März, ist es glaube ich, 29. März. Und ja, wir frieren. Jetzt einen Starbucks entdeckt mitten in Kyoto. Und der sieht nicht so aus wie ein typischer Starbucks, sondern so ein bisschen Bambus-like. Haben wir Starbucks gesehen? Der einzige Laden, der aufhat, ne? Ja, es ist echt der einzige Laden, der aufhat. Aber man sieht den, glaube ich, auch überall auf Instagram und so weiter. Ja? Und so fort, ne? So, wir sind jetzt hier in diesem Starbucks. Ich muss mich gleich unterhalten. Aber es ist so Japanese-Style. Richtig cool. Und das habe ich noch nie gesehen. Schaut mal so. Da warten da ein paar Leute, aber ich hoffe, die gehen gleich. Die warten hier auf dem Tisch. Aber ich habe das hier einklattern können, deswegen wir werden sehen, ob wir gleich noch alleine sein werden. Rechts von mir sind noch Leute. Deswegen bin ich etwas leise. War das nicht cool? So, wir sind hier. Das ist dieser Ringsport, den hast du zufällig gefunden, der schräg gegenüber vom Starbucks. Also es reicht ja einfach nur diese eine hübsche Straße hoch zu gehen. Und das ist der Spot, den alle besuchen wollen, ne? Hier gibt es nicht Finger. Aber es ist wirklich super. Die machen um 10 Uhr auf. Es ist 9 Uhr, jetzt 42. Aber die Leute stehen schon an. So, wir haben uns jetzt tatsächlich was geholt. Es ist super cool. Also als Experience total zu empfehlen. Natürlich ging alles super schnell, weil super viele Leute da waren und super voll. Aber trotzdem, es ging super schnell und mega cool. Wir haben jetzt 2 Ringe genommen, haben auch so eine Gravur reingemacht und können wir echt empfehlen. Lief auch folgendermaßen ab. Ihr sucht euch sozusagen die Form aus, oder die Silber oder halt Gold, je nachdem. Und welche Größe, welche Form. Dann macht sie das direkt vor euch. Also graviert bzw. poliert es dann. Also mega cool. Wir haben jetzt insgesamt 5.700 Yen gezahlt, tax-free. Also damit ihr Bescheid wisst, wo es ist, da ist Starbucks, ne? Und hier ist dieser Laden. Und da drin arbeiten die dann halt. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Hier hinter mir könnt ihr eure private Rikscha durch den Stadtteil von Kyoto machen. Kostet 45 Minuten, kostet 15.000 Yen für 2 Personen. Und da hinten bereiten sich die Jungs vor. Ja, wie gesagt, wir sind hier zur Kirschblütenzeit. Das heißt, genau über mir seht ihr die Kirschblüten, die gerade wachsen. Man muss wirklich Glück haben, zur besten Zeit zu kommen, weil es variiert immer ein bisschen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Mochi mit Zucker übergossen. Und das ist das populärste hier. Ich weiß aber nicht, was das wirklich ist oder wie schmeckt. Und war lecker. Ist okay. Da, Kimono. In der Straße dort vorne rechts könnt ihr euch auch ein Kimono leihen oder halt kaufen. Ich glaube, kostet für eine Stunde oder sowas 4.000 Yen oder für den ganzen Tag. Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber machen sehr, sehr viele hier. Die leihen sich halt ein Kimono und machen halt passend zur Kirschblütenzeit halt Fotos. Aber hier hinter uns befindet sich ein Tempel von Frieden und Glück.
sozusagen. Ein Platz von Frieden und Glück. Da ist so ein Buddha und dann gibt es halt auch noch hier weitere, die so ein bisschen verteilt sind. Und für diejenigen, die das lesen können, das scheint hier irgendwie die vertretenen Buddhas zu sein. Ich nenne sie mal jetzt Buddha, vielleicht heißen die auch anders. Ich nenne sie auch so der Zodiac. Wir müssen da jetzt nicht rein, aber... Also ihr seht ja, wir sind ja hier zur Kirschblütenzeit und ihr müsst euch vorher informieren, wann diese Kirschblütenzeit ist. Jedes Jahr mal ein bisschen anders, variiert um 1 bis 2 Wochen. Wir haben sogar unseren Flug ein bisschen weiter nach hinten verschoben, damit wir halt nicht zu früh da sind. Das war auch sogar ganz gut. Denn jetzt blühen die und das sieht wunderschön aus. Wir sind jetzt gerade in so einen Laden gegangen. Mir wurde ein Laden empfohlen von einem Local hier. Und zwar kauft er hier persönlich immer sein Matcha. Und er meint, das ist wirklich der Beste. Und das war noch eine zweite und dritte Person. Die alle meinten, wir sollten hier in diesen Store. Also im Internet habe ich das nicht gefunden, auch auf keinen Insta-Post oder ähnlichem, sondern wirklich, die meinten, dass hier der beste Matcha in Kyoto sei. Wissen wir natürlich nicht, können wir nicht behaupten, aber... wir probieren es aus. Definitiv, aber schon hier gibt es solche coolen Sachen. Das hier ist zum Beispiel Cherry Blossom Tee. Und so sieht das aus. Die haben das wirklich, also hier steht, handgepflückt. Wie hast du ausgegeben für Matcha? 100 Euro. Einfach mal so 100 Euro für Matcha. Es gibt tatsächlich bei Matcha, das kennen ja vielleicht einige von euch, also ich habe es auch gerade gelernt, die erste und zweite auswählen. Die erste ist... Es gibt auch eine dritte und auch Achso, okay, ja, keine Ahnung. Siehst du? Aber das habe ich gelernt. So. Der erste ist süß gewesen und der zweite war ein bisschen bitterer, ne? Ja, erste Auslese ist natürlich qualitativ am hochwertigsten und kostet natürlich auch dementsprechend. Also 40 Gramm hier auch zum Preis wie bei uns in Deutschland um die 46 Euro. Läuft bei uns. Wir befinden uns jetzt in einer echt richtig schönen Straße. Links und rechts von dieser Hauptstraße wohnen Menschen, also es ist eine private Straße, da darf man auch nicht reingehen, beziehungsweise es ist eher ein bisschen unerwünscht und man darf da halt auch nicht fotografieren. Aber hier ist mega schön und muss man aufpassen, dass man überfahren wird, weil hier fahren Autos lang. Und deswegen stehen nämlich da an jeder Kreuzung den Polizisten bzw. Security-Menschen, die dann halt den Verkehr hier regeln, beziehungsweise die Leute von der Straße wegscheuchen. Wenn ihr süße Sachen aus Japan mögt, dann ist hier ein Restaurant, was genau sowas anbietet. Die Schlange ist hier mega lang. Also hier wartet man bis zu einer Stunde, wenn nicht sogar 1,5 Stunden. So sieht das Ganze aus. Genau, und wir befinden uns gerade in der Hanami Koi Street. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Die ist wirklich sehr beliebt hier und hat auch cooles Fotomotiv. Und wie gesagt, hier gibt es so viele kleine Restaurants, die anscheinend sehr, sehr beliebt sind, beziehungsweise bekannt. So, wir sind hier in einem ganz besonderen Laden. Als erstes haben wir auch Wasser bekommen in solchen Bechern und so einer Flasche. Das ist so ein alternatives Konzept. Da hinten ist gleich so ein Shop, den zeigen wir gleich nochmal. Und dann, es steht ja alles auf Japanisch halt, beziehungsweise eigentlich nur die Überschrift auf Englisch. Schaut mal selber. So. Am besten verwendet man den Google-Übersetzer, macht ein Bild. Was wir jetzt genommen haben, ist einmal das hier. Das ist lots of vegetables, fresh Keema Curry mit Beef. Und das hier. So, und dann haben wir gerade bekommen eine Craft Cola. Also mit 12 unterschiedlichen Gewürzen von denen. Was ganz Besonderes. Was auch immer das ist, wir probieren es einfach mal. Das soll ganz besonders sein. Sie hat gesagt, nicht probieren. Nein, nicht, das muss sie nicht. Ah. Richtig gut. Und das hier sind keine Gewürze, das ist Desinfektion. Also übersetzt euch jetzt mal etwas, was ihr benutzt. Aber das ist auch, glaube ich, eigenständig produziert. Die Sache, das ist halt irgendwie viel gemacht. Aber die Cola geht mir nicht aus dem Kopf. Die ist echt gut. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Und wie sieht das Ganze aus? Hier haben wir Reis, das Beef, also den Hirsch. Dazu unterschiedlichen Gemüse noch dazu bekommen. Und hier, schaut mal selber. Und das riecht auch richtig krass.
Selbst ich habe mir das einfach hier mal eben so gemalt. Leute, wenn ihr in Kyoto seid, dann müsst ihr hierher kommen. Spicy Gate heißt es hier. Spice Gate heißt Spice Gate heißt das. Spice Gate, ja. Es war der Hammer. Also diese Gewürze, diese Kombination mit dem Fleisch, da ist so eine süße Soße drauf. Hammer. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also kommt unbedingt hierher, wenn ihr in Kyoto seid. Wir hatten Glück, es war was frei. Ich glaube, hier aber ist immer sehr, sehr voll. Reservieren kann man nicht. Einfach herkommen, machen. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch in den Shop gehen. Zeigen wir euch gleich. Und hier ist der Shop. So sieht das Ganze dann aus. Also hier müsst ihr euch vorstellen, das ist der ganze Shop. Könnt ihr dann die Gewürze, die ihr gegessen habt, dann kaufen. Könnt ihr auch probieren. Und so sieht das Restaurant dann aus. So, wir sind jetzt gerade nach dem richtig coolen Essen gegenüber so einen Shop gegangen. Also so ein Supermarkt. Bisschen größer als 7-Eleven. Und so, das, was bei uns vielleicht im Rewe, Edeka einmal so ein kleines Regal ist, ist hier einfach mal überall. Also wie geil ist das denn bitte? Süß. Nimm mit. Und die probieren wir auch. Wir lieben es, in solche Supermärkte zu gehen, weil dann lernt man so ein bisschen die Esskultur erkennen. Ihr seht, was die Einheimischen halt essen oder halt, was es halt für Produkte, andere Produkte es gibt. So was hier zum Beispiel. Ja. Wie cool ist das? Oder, was uns hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass es hier viel, viel günstiger ist als zum Beispiel im 7-Eleven. Halt normale Preise. Also nicht übertrieben, sehr, sehr günstig. Hier zum Beispiel so Shrimps für 429 Yen. Das sind gerade mal 2 Euro irgendwas. Bei uns kosten die ja teilweise schon 6, 7 Euro. Aber die Auswahl hier an Getränken, schaut mal. Das Bier, das war sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, heute probieren wir mal das hier. Hier werden die bei uns nicht so gehypt. Ich glaube, die kriegt man bei uns für 3, 4 Euro oder so, ne? Kann das sein? Hier, 5 Stück für... Was ist das? Lemonac. Ohne bestimmt irgendwas Süßes. Wir probieren. So, das war mal wieder ein wunderschönes Erlebnis. Wie die Einheimischen einkaufen. Fresco heißt der Laden. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Hotel, das bei uns in der Nähe ist. Und gehen jetzt weiter shoppen. Ist es rot? Also Fresco heißt das ganze Ding. Wir sind jetzt gerade mit dem Uber hergefahren zum nächsten Spot. Schlag nicht eure Beine übereinander. Ja, ist halt für dich Automatismus, ne? Ja, das machen Damen halt, dass die Beine übereinander schlagen. Er meinte... Das ist richtig respektlos, also richtig unhöflich. No, it's very rude. Put your leg down. So, also... Wir waren im Taxi, ich weiß noch nicht mal, wer das gesehen hat. Ja. Ja. Aber wir sind jetzt hier an einem Spot, wo die, was uns von den Einheimischen empfohlen worden ist. Der Spot heißt Gion Sakura. Ist cool, schön. So wird es geschrieben, also das obere. Und dann seht ihr das hier. Das ist unser letzter voller Tag in Kyoto. Vielen Dank fürs Einschalten.